Weil Plan und Markt sind auf die Dauer antagonistische Widersprüche. Du kannst nicht gleichzeitig, zum Planen brauchst du die operationale Verfügung über alle Betriebe. Wenn du die aber hast, dann sind die Betriebe keine Betriebe mehr, die sich marktgemäß verhalten können, weil es keinen Markt gibt. Ne? Markt gibt es nur bei Händewechsel. In der Realität waren die Betriebe in der DDR Volkseigentum. So, das heißt, sie hatten einen Eigentümer. So. Und wenn die nun ökonomische Beziehungen zueinander aufnehmen, nicht, dann ist das keine ökonomische Beziehung wie zwischen zwei Unternehmen im Kapitalismus, nicht, sondern dass die unterliegen beide den vom eigentlichen Eigentümer entworfenen Plänen. Das heißt, zu einem Markt aber gehören unabhängig voneinander produzierende Privatproduzenten. Und ja, insofern ist das ein Widerspruch in sich. Und der kommt ja auch darin zum Ausdruck, nicht? Der mit sich selbst tauschende Eigentümer. Ja. Wenn man sich mit den Markt ins Haus holt, dann sollte man zumindest wissen, dass man sich damit den Feind ins Haus holt. Ja? Und das wollten die DDR-Theoretiker nicht. In der CSSR, da waren sie ja schon ein bisschen weiter. Nicht? Und man weiß ja auch, wohin der Hase da gelaufen ist. Und das Buch von Otter Schick, ne, war also, ein Lehrbuch, also jedenfalls ein Buch, was an der Hochschule für Ökonomie behandelt wurde. Mit einem Vorwort von Otto Reinhold. Und sicherlich nicht ohne Zustimmung von Ulbricht. Ja, so. Das war die Tendenz. Nicht? Und das heißt Ausartung in einen nackten Kapitalismus. Und diese politischen Konsequenzen, die wollte man natürlich nicht ziehen. Nicht? Das war klar. Und so verharrte man eben in diesem Zwitterzustand. Ich will ja zugestehen, oder ich mache ja nicht den DDR-Verantwortlichen zum Vorwurf, dass es Marktelemente gab in der Planwirtschaft. Nicht? Wie gesagt, das wird es wahrscheinlich schon eine Zeit lang geben. Was ich Ihnen zum Vorwurf mache, ist, dass Sie statt den Markt und Plan als Widerspruch zu sehen, mit dem sie leben müssen, sie diesen Widerspruch leugnen und dann so das Konzept einer sozialistischen Warenproduktion zum Bestandteil und festen Bestandteil des Sozialismus erklären. Das ist aus meiner Sicht eigentlich der Sündenfall. Ja. Denn am Anfang, sicher, da kann man drüber streiten, ob das anders ging oder nicht. Also da maße ich mir nicht an über die einzelnen Entscheidungen, nicht? Ob die zu damaliger Zeit richtig sind oder nicht. Da maße ich mir nicht an, sagen, damals hätten sie das und das oder das und das machen sollen. Aber ich denke, es ist nicht anmaßend zu sagen, dass sozusagen die theoretische Versöhnung von Markt und Plan, die da stattgefunden hat, dass die falsch, wenn nicht verhängnisvoll war. Also ich weiß nicht, was ich darauf, wie das dazu kommen konnte. Man kann nur feststellen, es ist dazu gekommen, nicht? Dass eben
Das hängt dann auch mit den Parteistrukturen zusammen. Diese Kollektivität ging eigentlich immer mehr verloren. Es wurde abgenickt und der Umgang mit alternativen Ideen und damit einhergehende Trägheit auch. Also, oder gucken wir uns das Ende an. Man muss ja wirklich sagen, wir haben es am Ende mit verkommenen kommunistischen Parteien zu tun gehabt. Nicht? Die Wahrheit kam ans Licht zur Konterrevolution. Ja? 95 oder 98% haben sich Wendehälse, Arschlöcher, sowas erwiesen. Ja? Und darin liegt die Ursache.